Anders ausgedrückt, das sind Gedichte. And this one is one of praise to God. Dieses ist eines der Danksagungen an Gott. And when you read this, you just see a heart so full of gratitude. Wenn man das liest, dann sieht man einfach ein Herz, was voll mit Dankbarkeit ist. And Mary, in her song in Luke chapter 1, Maria in ihrem Lied in Lukas Kapitel 1, she actually echoes this psalm in some of the things that she says. sie spiegelt diesen Psalm wieder in manchen, was sie sagt. And also Psalm 113. Und auch Psalm 113. It echoes this psalm indeed, as the barren woman has been given children. Es wiederholt auch manches aus dem Thema hier von diesem Lied über die unfruchtbare Frau, die Kinder geboren hat. And so after being introduced to Samuel and to his birth, Nachdem wir also hier von Samuels Geburt lesen, we're now introduced to Levi's sons. kommen wir jetzt zu Elis Söhnen. And this shows us how the religion of Israel at this time had how bad it was. Das zeigt uns, das gibt uns einen Einblick daran, wie schlimm es stand um die Religion in Israel zu der Zeit. Because these people that had a national leadership role, Das waren Leute mit einer nationalen Leitungsrolle, Führungsrolle, were treating this very sacred, very holy office with contempt. Sie haben ihr sehr heiliges Amt mit Achtung bestraft. And it says in the New Testament, to whom much is given, much is expected. Also mit Verachtung natürlich. Im Neuen Testament steht es, dem viel gegeben ist, von dem wird auch viel erwartet. And the priests had the biggest privilege of the whole nation. Die Priester hatten das höchste Privileg der ganzen Nation. But also they had a responsibility to God for what they were doing, but also the people. Aber sie hatten auch eine Verantwortung. Einmal Gott gegenüber für das, was sie getan haben, aber auch den Menschen gegenüber. And here we have an example where leaders were exploiting their position of leadership for their own personal gain and own personal advantage. Hier haben wir ein Beispiel dafür, wie Leiter ihre Führungsrolle ausgenutzt haben zu ihren eigenen Gunsten. Now the book of Leviticus is very clear about which portion of the sacrifice should go to the priest. In 3. Mose ist ganz klar geregelt, welcher Teil der Opfer an den Priester gehen soll. And it was their privilege. Das war ihr Recht, ihr Anrecht. But these sons, they were violating that, and they were really just treating these sacrifices as their right to have whatever meat they want. Aber diese Söhne Elis, die haben das missbraucht, die haben das wirklich so gesehen, dass sie sich ein Stück Fleisch aussuchen konnten, was immer sie haben wollten. But we also read that they were abusing the worshippers. Wir sehen auch, dass sie die Anbetenden missbraucht haben. We read this in chapter 15. Das sehen wir in Kapitel 15. Moreover, before the fat was burned, the priest's servants would come and say to the one sacrificing, "Give meat for the priest to roast. He will not accept boiled meat from you, but only raw." And if the man would say, "Let them burn the fat first and then take whatever you wish," they would say, "No, you must give it to us now, or we will take it by force." In Kapitel 2, Vers 15 und 16. Desgleichen, ehe sie das Fett in Rauch aufgehen ließen, kam des Priesters Diener und sprach zu dem, der das Opfer brachte: "Gib mir Fleisch für den Priester zum Braten, denn er will nicht gekochtes Fleisch von dir nehmen, sondern rohes." Wenn dann jemand zu ihm sagte: "Lass erst das Fett in Rauch aufgehen und nimm dann, was dein Herz begehrt," so sprach er zu ihm: "Du sollst mir jetzt geben, wenn nicht, so nehme ich es mit Gewalt." In other words, they had changed the honor of operating as a priest on behalf of God to a means of personal gain and personal satisfaction. Sie haben also diese Ehre, Gott als Priester zu dienen, in etwas verwandelt, wo es nur um ihre eigene
Erfüllung ging, um ihren eigenen Nutzen. Now, we don't read about this in Leviticus at all, Das lesen wir überhaupt nicht in 3. Mose. but it seemed there were women who served the tabernacle, Aber es scheint, dass es auch Frauen gab, die an der Stiftshütte dienten. and these women would be doing that out of love for God and I would imagine, Ich stelle mir das so vor, dass diese Frauen das aus Liebe Gott gegenüber getan haben. but these sons of Eli would be sexually abusing these women as they served at the tabernacle. Und diese Söhne Elis haben diese Frauen sexuell missbraucht, während sie an der Stiftshütte dienten. And so you can see there's another instance of the awfulness of the state of the nation at that time. Und darin sehen wir noch einen Punkt, wie schlimm es bestellt war um die Nation damals. And then in chapter 2 verse 27 we get a really strong prophecy against Eli and against his sons. In Kapitel 2 immer noch, in Vers 27 sehen wir dann eine ganz And that klare is Prophetie gegen Eli und seine Söhne. that the house of Eli, descendants of Eli, would be losing the privilege of being priests. Nämlich, dass die Söhne Elis dieses Anrecht, Priester Gottes zu sein, verlieren werden. And that is because that privilege was taken for granted and not respected. Weil sie dieses Privileg als selbstverständlich nahmen und es nicht geehrt haben. And it speaks about how the descendants of Eli would have different things happen at different times. Da ging es um verschiedene Dinge, die den Nachfahren Elis zustoßen würden zu verschiedenen Zeiten. They would either die young or no poverty. Sie würden entweder jung sterben oder in Armut leben. And specific judgment on the two sons of Eli. Dann ganz spezifisch das Gericht gegen die Söhne Elis selbst. But verse 35, it says specifically, I will raise up for myself a faithful priest who shall do according to what is in my heart and in my mind, and I will build him a sure house. In Vers 35 steht dann, ich aber will mir einen treuen Priester erwecken, der wird tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Dem will ich ein beständiges Haus bauen. Now, of course, you wonder whether that is pointing to the ultimate high priest, which of course is Jesus. Darum kann man sich natürlich fragen, ist es jetzt ein Hinweis auf den endgültigen, auf den perfekten Hohepriester, natürlich Jesus. But in the shorter term, it would seem to have been fulfilled with these two high priests that we meet in 1 Kings 2. Auf kurze Sicht scheint es aber, wird es von diesen zwei Hohepriestern erfüllt werden, die wir in 1. Könige 2 antreffen. This is the time when Solomon was coming to the throne. Zur Zeit, wo Salomo den Thron bestieg. And that is, there was a son of David who decided he should be king, he should be king. Es gab einen anderen Sohn Davids, der dachte, er sollte König werden. And what he did was he took the army commander and he went off secretly and had himself crowned. Dann hat er den Armeebefehlshaber auf seine Seite gebracht und hat sich heimlich krönen lassen. It's 1 Kings, his name is Adonijah. In 1. Könige, er hieß Adonia. Now he was the oldest living son of David. Er war der älteste lebende Sohn Davids. So he thought that he should be the king because of that reason. Deswegen hat er also angenommen, dass er König sein sollte auf dem Thron. But God had chosen Solomon. Aber Gott hatte Salomo erwählt. And you may know this, that so often God would not choose the person you would expect. Euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass Gott so oft nicht die Person, die alle erwartet haben, erwählt hat. It was Isaac and not Ishmael. Es war Isaac, nicht Ismael. It was Jacob and not Esau. Es war Jakob, nicht Esau. The leading tribes, when the sons of Jacob were born, Der führende Stamm, als die Söhne Jakobs geboren wurden, was Ephraim and not Manasseh. es war dann Ephraim und nicht Manasse. And so you could go on. Und so könnte man weitergehen. It's just worth remembering at times God does things not according to what we would expect. Es ist gut, wenn wir uns daran erinnern. Gott tut oftmals Dinge nicht so, wie wir sie erwarten würden.
What we have here is Abiathar sided with Adonijah. Was wir jetzt hier sehen, der Priester Abiathar ist auf Adonias Seite gegangen. And eventually Solomon had him go back to his ancestral home of Anathoth. Mit der Zeit hat Salomo ihn dann zurückgeschickt an seine Heimatstadt Anathoth. And the other high priest at that time, Zadok, he became the priestly line that continued. Und vom anderen Hohepriester zu der Zeit von Zadok ging dann die hohepriesterliche Linie weiter. And so it was in this atmosphere of abuse of the values of the things of God. Es war also in jener Situation, wo die Dinge Gottes und seine Werte missbraucht wurden, That we have Samuel growing up. In der Samuel aufgewachsen ist. Eli seemed to be a good man. Es scheint, dass Eli ein guter Mann war. He hadn't taken things for granted. Er hat es nicht als selbstverständlich angenommen. But he did not discipline his sons for their behavior. Hat seine Söhne aber auch nicht korrigiert, nicht diszipliniert für ihr Verhalten. And the lack of discipline of that father meant the death of his sons. Der Mangel an Korrektur dieses Vaters hat dazu geführt, dass seine Söhne gestorben sind. One proverb that came from Solomon, ein Spruch, der von Salomo kam, I don't remember it enough to quote it, ich kann mich nicht gut genug daran erinnern, dass ich es zitieren könnte. But it says, don't fail to discipline your son. Da heißt es, sage nicht darin, deinen Sohn zu korrigieren, also zu bestrafen. Because if you do, he may die. Denn wenn du es tust, dann könnte er sterben. Now, I don't know whether Solomon was thinking of this situation. Ich weiß nicht, ob Salomo vielleicht an diese Situation dachte. But this is really a vivid example of this. Aber es ist ein sehr deutliches Beispiel dafür. And of course, as parents, do we have any parents here? Yeah. Well, you will be, I'm sure. But it's a real challenge for us to be very active in to lovingly discipline their children. Es ist echt eine Herausforderung für uns als Eltern, liebevoll unsere Kinder zurechtzuweisen. And one of the reasons it can be difficult is it takes a lot of work. Es kann deswegen eine Herausforderung sein, weil es so viel Arbeit bedeutet. And sometimes you're really tired. Wo man manchmal echt müde ist. But the whole of Proverbs especially says such a lot about that. Aber im ganzen Buch der Sprüche sehen wir so viel zu diesem Thema. Now, the atmosphere, the situation of Israel was that the word of the Lord was rare at that time. Die Situation damals in Israel war, dass das Wort des Herrn selten war. Damals. In other words, there were not many prophets. Anders dargestellt, es gab nicht so viele Propheten. And that was so much the case that it took Levi 3 times before he said to Samuel, this is probably God speaking. Und das war so ausgeprägt, dass es Eli 3 Versuche dazu gebraucht hat, dass er sagte, ja, es ist wahrscheinlich Gott, der zu dir spricht. And this is a time when Samuel had a very vivid personal encounter with the living God in the tabernacle. Das war der Zeitpunkt, wo Samuel einen sehr deutlichen, einen sehr klaren Besuch von Gott hatte dort in der Stiftshütte. And the word to Samuel confirmed the word of the man of God that we read about in chapter 2, 27 following. Und das Wort, das Gott zu Samuel gesprochen hat, das bestärkt das Wort, das wir in Kapitel 2 gesehen haben, des Mannes Gottes. And I want to draw your attention to the concluding statement at the end of chapter 3. Schaut mal an, was da an abschließenden Worten am Ende von Kapitel 3 kommt. All Israel from Dan to Bathsheba knew Samuel was a trustworthy prophet of the Lord. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Dan was in the very north of the country. Dan war ganz im Norden des Landes.
Beersheba was the very south of the country, Beersheba war ganz im Süden, so that's just a way of saying the whole country. also damit wird gesagt, das ganze Land. And then we read, the Lord continued to appear at Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel at Shiloh by the word of the Lord, and the word of Samuel came to all Israel. Und dann lesen wir da weiter, und der Herr erschien weiter zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Und Samuels Wort erging an ganz Israel. And that is the job of the prophet. Das ist die Aufgabe eines Propheten. The prophet of Israel came out of the relationship between Moses and Aaron. Der Prophet an Israel, der kam aus dieser Beziehung zwischen Mose und Aaron. You remember at the beginning of Exodus that you have the call of Moses. Wisst ihr noch, am Anfang von 2. Mose, die Berufung Moses. And it's a marvelous passage because you see the 5 excuses that Moses gave God to explain to God how God was choosing the wrong man. Und das ist eine ganz tolle Stelle, dann da sehen wir die 5 Entschuldigungen, die Mose gegenüber Gott ausgesprochen hat, warum er der Falsche für den Job ist. And Moses, God, of course, brought correction to that. Und natürlich hat Gott ihn da dann korrigiert. But the last excuse Moses made was, but I can't speak. Die letzte Ausrede von Mose war, ja, aber ich kann ja nicht sprechen. Now what he meant was he had trouble speaking public speaking. Er meinte damit, er hat Probleme damit, vor Menschen zu sprechen. And you may remember that God's response was, Moses, who made your mouth? Vielleicht erinnert ihr euch, seine Antwort, Gottes Antwort war, Mose, wer hat deinen Mund gemacht? Nevertheless, your brother will do the speaking. Dennoch, dein Bruder wird das Reden übernehmen. And I will give you the word, you will tell it to Aaron and he will give it to the people. Ich gebe dir mein Wort weiter, du sagst es dann Aaron und er gibt die Worte weiter ans Volk. And that became a kind of a model whereby the prophet would hear the word of the Lord and give it to the people. Daraus entstand dieses Modell, wie ein Prophet von Gott das Wort empfing und es dann dem Volk weitergab. And so with Samuel, it stopped being the case that the word of the Lord was rare. Mit Samuel hörte das dann auf, dass das Wort Gottes selten war. Now, when we talk of prophets and we come to the New Testament, Wenn wir jetzt über Propheten sprechen und zum Neuen Testament kommen, it would seem that there is a ministry of the prophet in 1 Corinthians 12. so scheint es in 1. Korinther 12, dass es jetzt ein geistliches Amt des Propheten gibt. There's certain people you can recognize in the body of Christ with a prophetic edge, a prophetic gift. Dass man bei manchen Menschen im Leib Christi spürt, die haben eine prophetische Gabe. But of course, there's also the manifestation of prophecy where any believer, if they hear a word, can give it. Aber natürlich gibt es auch den Ausdruck von Prophetie, auch wo jeder Gläubige, wenn er ein Wort Gottes hört, das weitergeben kann. But we do need to know there's a bit of a difference between prophets today and prophets like Samuel. Aber da müssen wir bedenken, dass es einen Unterschied gibt zwischen dieser Art der Prophetie heute und Propheten wie Samuel. And one of the differences is a little word we see in 1 Corinthians chapter 13. Ein Unterschied ist ein kleines Wort, das wir in 1. Korinther Kapitel 13 sehen, Where the Apostle Paul says, when we prophesy in part. wo der Apostel Paulus sagt, wenn wir prophezeien, dann prophezeien wir teilweise. And what we know in part. Und das, was wir wissen, das wissen wir zum Teil. But there's going to come a time when we will know things fully. Aber es wird eine Zeit kommen, wo wir die Dinge in Fülle wissen. And I want to encourage you that as you hear people bringing a word of prophecy, Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr hört, dass jemand ein prophetisches Wort ausspricht, that we remember this simple thing. dass wir diesen einfachen Fakt erinnern. That no prophet today has the same authority as Samuel or Isaiah or Jeremiah or indeed Jesus. Kein Prophet heute hat dieselbe Autorität wie Samuel oder Jeremia oder Jesus. And this is why in 1 Corinthians 14, Deswegen in 1. Korinther 14, when the apostle is speaking about the gathering of the believers together, wo der Apostel über die Zusammenkünfte der Gläubigen spricht,
He said that you should prophesy one by one. Da sagt er, es soll einer nach dem anderen prophezeien. The reason for that is if 5 people speak all at once, you don't hear anything. Wenn 5 Leute gleichzeitig sprechen, dann hört man nichts. And that seemed to be what was happening. Scheinbar ist das damals so passiert. So you prophesy one by one, and then others weigh what is said. Die prophezeit also einer nach dem anderen und die anderen, die wiegen dann das, was gesagt wurde. And in 1 Thessalonians chapter 5, Und in 1. Thessalonicher Kapitel 4, the apostle says, first of all he says we should not despise prophesying. zunächst mal schreibt der Apostel da, wir sollten die Prophetie nicht wenig gering schätzen. In other words, when a prophetic word is given, we should listen to it carefully. Wenn ein prophetisches Wort also gegeben wird, sollten wir dem ernsthaft zuhören. But we don't necessarily accept it. Aber wir sollen es nicht unbedingt empfangen. Because the apostle Paul says, don't despise prophesying, but test it. Der Apostel Paulus sagt also, lehnt Prophezeiungen also nicht ab, aber testet, prüft sie. And then you hold fast to what is good. Und dann haltet an dem fest, was gut ist. I won't mention any names or details, Ich möchte keine Namen oder Einzelheiten nennen. but I was in an international YWAM gathering, Ich war mal in einem internationalen Jotman-Treffen and I remember someone who was not a YWAMer standing up and bringing a prophetic word to the congregation, all the YWAMers there. Ich weiß noch, wie jemand aufgestanden ist und es war kein Jotmaner und der hat ein prophetisches Wort an diese ganze Versammlung gegeben. There were a few thousand YWAMers. Da waren ein paar tausend Jotmaner zusammen bei den Treffen. And as I was listening to this particular word, Und wo ich dieses bestimmte Wort gehört habe, what the guy said to begin with, I thought was just as it says in the New Testament. was er da zunächst mal gesagt hat, ich dachte, es ist genau wie im Neuen Testament. Prophecy is for the building up and the encouragement of the people. Da heißt es, Prophetie ist für das Auferbauen, das Ermutigen des Volkes. And then he kept on talking, and clearly he had his own particular view of end times. Und dann hat er weiter gesprochen und dabei kam klar raus, was er für ein eigenes Verständnis der Endzeit hatte. And he finished by inferring that Jesus would return during his lifetime. Und er hat damit geändert, dass er implizit gesagt hat, dass Jesus innerhalb von seiner Lebenszeit zurückkommt. And then the leader of that meeting, who's a friend of mine, Der Leiter des Treffens, der ist ein Freund von mir, he got up and in front of everybody he said, now this is the word of the Lord. ist aufgestanden und vor allen hat er gesagt, jetzt, das ist jetzt das Wort Gottes. A few weeks later when I met him, Aber später, wo ich ihn getroffen habe, I said, now do you remember that situation? habe ich ihn gefragt, erinnerst du dich an die Situation? He said, yes. Er sagte, ja. I said, what you did wasn't right. Und dann habe ich gesagt, was du da getan hast, war nicht richtig. You didn't have the authority to stand up and say everything this person said was the word of the Lord. Du hattest nicht die Autorität aufzustehen und zu sagen, alles was der gesagt hat, ist das Wort des Herrn. Firstly, I actually don't believe it was the word of the Lord. Erstens glauben wir nicht wirklich, dass es Gottes Wort war. Some of it was, Manches davon schon, because we prophesy in part. denn wir prophezeien zum Teil. We prophesy. Let me see what this says here, because this is important. Schauen wir mal, was hier A steht. prophecy is partial prophecy. Prophetie ist teilweise. In 1. Korinther 13. Verse 9 of chapter 13 of 1 Corinthians. 1. Korinther 13, Vers 9. For we know only in part, and we prophesy only in part, but when the complete comes, the partial will come to an end. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufgemacht. Verse 9, we know only in part, Vers 9, unser Wissen ist Stückwerk. and we prophesy only in part. Und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. And so,
I said to this person, as a leader of a meeting, your job was to lead us in weighing, considering that word. Deswegen habe ich zu meinem Freund gesagt, als Leiter dieses Treffens wäre es deine Aufgabe gewesen, uns anzuleiten im Auswerten, im Prüfen dieses Wortes. And then holding fast to what's good. Und dann an dem festzuhalten, was gut ist. And the way you evaluate a prophecy is by Scripture. Und ja, wie man die Prophetie prüft, ist durch die Bibel, as well as a sense that the Holy Spirit may be giving you, oder vielleicht auch das Gefühl, dass der Heilige Geist dir dabei gibt, and also within others in the body as they weigh it and they consider it. und auch durch andere Christen, durch andere im Leib, während sie das auswerten und prüfen. And that process didn't happen. Und dieser Prozess wurde damals einfach nicht gemacht. And one of the reasons we know this and this is important. Ein Grund, warum wir das wissen und warum das wichtig ist, If we hear too many words that end up having no value, too many prophetic words that really they end up having no value, wenn wir zu viele prophetische Worte hören, die am Ende nicht wirklich einen Wert haben, we can end up despising it. können wir das dann geringschätzen oder ablehnen. In other words, we think, oh, here's another one of those words, it probably doesn't mean anything. Wo wir uns sagen, ach, wieder mal so ein Wort, das bedeutet jetzt wahrscheinlich gar nichts. And that's a tremendous shame. Und das ist echt eine Schande. Because the prophetic word, when it's done right, can be just as it says it should be in 1 Corinthians 14. Denn ein prophetisches Wort, wenn es richtig ausgeübt wird, wie es in 1. Korinther 14 steht, It should be there for edifying, building up, encouragement, consolation. es sollte aufbauen, es sollte ermutigen, es sollte trösten. And as the Apostle Paul says in Thessalonians, when we've tested it, we then hold fast to the word of the Lord to us. Und wie Paulus auch in dem Brief an die Thessalonicher geschrieben hat, wenn wir es geprüft haben, dann halten wir fest an dem Wort Gottes an uns. And so we come to this concluding statement of Samuel's sort of growth and release into ministry. Dann kommen wir zu diesem abschließenden, zu dieser Aussage über Samuels Wachstum und wie er in den Dienst entlassen wird. And then we have an introduction to what is known as the Battle of Ebenezer. Und dann kommen wir zu dieser Schlacht, die ist die Schlacht von Ebenezer. And this is in chapter 3 of Samuel. In Kapitel 3 von Samuel. And that is a time when Israel again lost the battle against the Philistines. Es war eine Zeit, wo Israel wieder mal eine Schlacht gegen die Philister verloren hat. And the result was 4,000 men were slaughtered that day. Das Resultat war, 4.000 Männer wurden abgeschlachtet an diesem Tag. 4,000 widows, 4,000 loss of brothers, 4.000 fathers. Witwen, 4.000 Brüder und Väter, die nicht mehr da waren. It's easy just to see numbers, but they're not numbers. Es ist so einfach, dann nur die Zahlen zu sehen, aber in der Realität sind das keine Zahlen. Now, there's some really fun comments in this passage that have to do with the Philistines and the Ark of the Lord. In diesem Text sehen wir dann ein paar echt lustige Beschreibungen über die Philister und wie das mit der Bundeslade war. Because as they were facing the threat of the Philistines, remember Israel was a militia, it wasn't a professional army. Und während sie diese Bedrohung durch die Philister spürten, denkt an, das war nur eine Miliz, das war keine ausgebildete Armee. And they thought that if they had the Ark of the Covenant in the camp, that would give them a victory. Sie dachten, wenn wir jetzt die Bundeslade unter uns haben, dann haben wir Sieg. The problem is that's simply a superstition. Das Problem ist, das war nur Aberglaube. And God doesn't honor superstitions. Gott ehrt Aberglaube nicht. The covenant of Deuteronomy says, Der Bund von 5. Mose sagt, if you obey me, I will fight your battles and I will give you victory. wenn ihr mir gehorcht, dann werde ich eure Kämpfe führen und ich werde euch Sieg geben. But at this time, Israel was not honoring God. Aber zu dieser Zeit hat Israel Gott nicht geehrt. And having the ark in the camp
It doesn't make any difference.